Hi Leute, wir sind zurück auf der Invictus. Okay, wir haben hier offenbar Probleme mit dem Strom. Egal, wir machen weiter. Wir sind heute wieder zurück auf der Invictus und heute ist Aegis-Tag. Aegis ist für uns eher weniger interessant, weil es ein reiner Marinezulieferer ist, aber mir ist aufgefallen, zur IAE haben wir uns nicht alle Schiffe von Aegis angesehen. Eins davon seht ihr hier links neben mir im Schaukasten, das ist die Retaliator. Die Retaliator ist ein Kampfschiff, ein reines, deswegen haben wir uns das damals nicht angeguckt, aber wir haben jetzt eine Neuerung an der Retaliator, die hat nämlich jetzt austauschbare Module. Und das macht sie auch wieder als Transportschiff interessant. Deswegen sehen wir uns sie heute mal genauer an. Bis gleich im Showroom. So, da vor uns sind sie schon aufgebaut. Im Hintergrund sieht man die drei Aegis Retaliator stehen. Wahrscheinlich in 3 verschiedenen Varianten. Wir werden mal schauen, ob wir die Frachtvariante finden und die werden wir uns genauer ansehen. Ebenfalls dieses Jahr neu ist die Sabre Firebird. Die Firebird ist ein Tarnkappen-Kampfflugzeug, das mit zusätzlichen Raketensilos bestückt ist. Und hier drüben gehen wir jetzt auf die Retaliator zu. Das in der Mitte ist wohl die Bomber-Version. Und hier auf der rechten Seite haben wir dann die Version mit Frachtmodulen. Es ist schon ein relativ großes Schiff, wenn man so daneben steht. Wir werden uns das mal von innen anschauen. Wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite schon das vordere Frachtmodul, was aktuell ausgefahren ist zum Verladen von Fracht. Wir werden jetzt einfach mal das Schiff betreten und uns das von innen angucken. Da haben wir den Fahrstuhl. Mit dem können wir nach oben fahren. Früher hatte die Retaliator hier mal 2 Fahrstühle, aber der eine Fahrstuhl auf der linken Seite beziehungsweise an Backbord ist dieser Luftschleuse gewichen, mit der man jetzt andocken kann an andere Schiffe. Und hier haben wir schon die Tür zum vorderen Modul. Ich weiß nicht, ob man das von hier aus hochfahren kann. Nein, scheinbar nicht. Doch. Vielleicht vom Pilotensessel aus. Was ist damit? Ne, das schließt nur die Tür. Okay. Prinzipiell haben wir hier Komponentenzugriff. Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, haben wir hier einmal den Ingenieursraum oder den Mechanikerraum mit der Mechanikerkonsole und hier das zweite Frachtmodul. Auch hier wieder die Frage, lässt sich das von hier aus nach unten fahren? Ich sehe aktuell keine Kontrolle dafür. Ah doch, hier an der Seite. Na also, geht doch. Jupp. Und da fährt es runter. Viel Platz zum Stehen ist hier nicht. Aber prinzipiell kann man so einfacher Fracht verladen. Ist auch recht viel Platz tatsächlich für Fracht. Das vordere Modul ist etwas größer als das hintere. Und wir schauen nochmal kurz in den hinteren Teil des Schiffes. Hier nochmal schön mit Sichtfenster zum Frachtmodul. Viele Überraschungen gibt es nicht. Es gibt hier Zugriff auf die Komponenten. Das sind hier die Schildgeneratoren. Wenn wir nach hinten gehen, gibt es hier nochmal Zugänge zu Geschütztürmen. Und dann können wir hier hinten am hinteren Geschützturm vorbei quasi durch die andere Seite wieder nach vorne gehen. Auch hier nochmal Zugriff auf Komponenten und auf einen Geschützturm. So, wir sind jetzt wieder in der Luftschleuse. An der Steuerbordseite haben wir dann hier den Baderaum, das Badezimmer mit einer kleinen Duschkabine, Waschbecken, Toilette und den Spinden, alles was der Mensch so braucht. Und auf der anderen Seite haben wir den Durchgang zur Brücke. Auch hier wieder mit herrlichem Sichtfenster zum Cargo-Bereich. Da haben wir eine Relaisbuchse, da kann man Relais einstecken.
Einmal hier nochmal Zugang zu einem Geschützturm und schließlich hier vorne ist die Brücke. Für genau einen Piloten und die restliche Crew hält sich ansonsten im hinteren Teil des Schiffes auf. Hier nach links, also auf der Steuerbordseite des Schiffes, haben wir dann das Quartier des Captains. Das ist eigentlich recht klein, da ist nur ein Bett und ja, ansonsten noch ein Schrank und nicht viel anderes. Oh, danke. Die Crew betritt dann über diese Treppe den oberen Teil des Schiffes und hat dort ihr Quartier. Auch hier nochmal ein Geschützturmzugang, also dieses Schiff hat, glaube ich, von allen Schiffen dieser Größe die meiste Anzahl an Geschütztürmen. Das dürften bald mehr Geschütztürme sein, als hier Mannschaft an Bord ist, oder? Also wir haben hier erst nochmal Waffenschränke rechts und links und dann haben wir hier Betten für 1, 2, 3, oh, für 6 Mann. Also dieses Schiff kann man mit 7 Mann bemannen. Das dürften dann genug Leute für die ganzen Geschütztürme sein. Hier nochmal mit Sichtfenster nach draußen. Das ist zwar recht schön, aber um ehrlich zu sein, sind diese Betten doch schon ziemlich klaustrophobisch angelegt. Womit die Retaliator auf jeden Fall hervorsticht, ist dieses U-Boot-Feeling. Also auch vom Fliegen her, das Flugmodell ist relativ schwerfällig. Man hat, wenn man hier mit unterwegs ist, also wirklich das Gefühl, man ist mit einem alten Segelkahn unterwegs. Und das macht den Charme dieses Schiffes so ein bisschen aus. Und mit der Masse an Besatzung, also 7 Leuten auf so kleinem Raum zusammen, ist das vielleicht auch für kleinere Orks oder Teams gar kein schlechtes Schiff. Zum Vergleich können wir uns nochmal die Variante mit Torpedomodul angucken. Das ist also genau das gleiche Modell, nur mit einem anderen Modul bestückt, nämlich hier dieser vordere Torpedoschacht, der 4 große Torpedos, die hängen hier drin, tragen kann. Und wir haben dann auch im hinteren Teil noch einen kleineren Torpedoschacht. Der trägt, so wie ich das richtig sehe, nur 2 Torpedos. Und diese Module kann man dann beliebig austauschen. Wir haben hier auf der rechten Seite nochmal eine Variante, wo die Module leer sind. Also dort sind dann einfach nur Leerräume. Und man kann wohl diese Module auch beliebig austauschen und auch wechseln. Das heißt, man könnte einen kleinen Frachtraum hinten und die 4 großen Torpedos vorne hinbauen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, soll dafür auch demnächst noch ein Modul für Passagiere erscheinen, sodass man dort auch größere Räume zum Leben und Arbeiten schaffen kann. Modularität ist etwas, was definitiv auch noch zu anderen Schiffen kommen soll. Macht auch Sinn. Also ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man macht ja auch nicht jeden Tag dasselbe. Irgendwann hat man das Frachtfliegen mal satt und dann will man vielleicht mal Bergbauen gehen. Und gerade für Frachtflieger ist die Modularität bei der Retaliator vielleicht gar nicht mal übel, denn das könnte das Potenzial haben, das am besten geschützte Frachtschiff in dieser Größenordnung zu werden. Mit den vielen Geschütztürmen. Also das ist eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Sieht ziemlich cool aus bis jetzt. So, wir sind im Keller angelangt. Hier stellt Aegis seinen Nautilus vor. Das ist ein Minenleger. Der kann also über diese Finnen oben und unten am Heck Minen auslegen, kann aber genauso auch Minen wieder einsammeln und entschärfen, was dann sicherlich auch für verschiedene zivile Projekte von Bedeutung sein kann. Und mein persönlichen Favorit, das haben wir auch schon auf der IAI gesehen, ist die Vulkan. Ein Unterstützungsschiff, das andere Schiffe sowohl betanken als auch reparieren kann. Aktuell ist die Technik für die Reparaturdrohnen noch nicht fertig entwickelt, deswegen ist dieses Schiff auch noch nicht verfügbar. Aber sobald es verfügbar wird, werde ich auf jeden Fall alles daran setzen, dass das mein Daily Driver wird. Und das wird dann eventuell ein Abenteuer, in das wir uns gemeinsam stürzen werden. Ja. Hier wird auch nochmal die Geschichte von Desmond Flay erzählt, der 2938 mit seiner Avenger Warlock und dem eingebauten EMP die komplette Area 18 außer Dienst gestellt hat, quasi. Er hat die ganze Stadt vom Netz genommen. Einfach nur, weil er seine Ruhe haben wollte. Das muss man sich mal vorstellen.
Tja, irgendwo kann man den Mann auch verstehen. Hm. So Leute, das war's vom Aegis-Tag auf der Invictus. Wir sehen uns zum nächsten Messetag wieder. Da stellt Anvil seine Schiffe vor. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald und einen guten Flug.